Hi Leute und willkommen bei Rollerfix. In diesem Video geht es um das Review des Sym Jet 14 125 Kubik aus dem Jahre 2021. Ich habe diesen Roller seit 4 Jahren und knapp 25.000 Kilometern. Ich bin damit sowohl Kurzstrecke in der Stadt als auch Langstrecke gefahren, sowohl alleine als auch mit einem Sozius. Und heute werde ich euch berichten, wie er sich in den Jahren geschlagen hat, welche Probleme und welche Stärken der hat. Dabei werde ich auf seine Ausstattung eingehen, seine technischen Daten und meine persönliche Erfahrung. Also bleibt dran, jetzt geht's los. Fangen wir mit seiner Ausstattung an. Was nicht für jeden 125er Roller üblich ist, verfügt er sowohl vorne als auch hinten über ein ABS-Bremssystem, über LED-Beleuchtung, ein LCD-Instrumentendisplay mit Tankanzeige. Er verfügt leider nicht über die Temperaturanzeige, was ich sehr schade finde, jedoch über eine Warnleuchte, falls der Motor überhitzt. Dann haben wir eine Drehzahlanzeige, eine Uhr, Gesamtkilometer. Dann kann man die Uhr zur Voltanzeige, also Spannungsanzeige an der Batterie wechseln, die komplett unzuverlässig ist. Außerdem können wir die gesamtgefahrenen Kilometer in Kilometer der letzten Strecke, bis man sie genullt hat, umschalten. Also die kann man auch nullen und den nächsten Trip, also die nächste Fahrt aufzeichnen, zum Beispiel wie lange eine Tour insgesamt war. Motorkontrollleuchte, ABS-Kontrollleuchte, Fernlicht, Blinker. Auf beiden Seiten natürlich. Die Tankanzeige, die aufleuchtet, wenn der Tank leer wird, und wie wir gesehen haben, eine Ölcheck-Anzeige, die leuchtet alle 1000 Kilometer auf und erinnert uns daran, nach dem Ölzustand zu schauen. Außerdem haben wir hier in groß die Geschwindigkeitsanzeige. Zu der Höchstgeschwindigkeit kommen wir gleich. An sonstiger Ausstattung hat er eigentlich nichts Besonderes. Ein Lichtschalter, bzw. geht das Licht automatisch an, wenn man die Zündung startet. Hier haben wir einen Fernlichtschalter und damit kann man auch das Helmfach aufmachen. Dann haben wir einen Blinker und eine Hupe, das auf der linken Seite, und auf der rechten Seite nur den E-Starter. Wir haben sowohl vorne als auch hinten 14 Zoll Leichtmetallfelgen und hier links in einem nicht abschließbaren Fach eine nutzlose USB-Ladebuchse, das ist USB 2.0. Warum sie nutzlos ist? Naja, erstmal ist das Fach nicht abschließbar, also kann man da keine Sachen drin lassen, wenn man den Roller irgendwo stehen lässt. Der lässt sich einfach mit diesem Verschluss aufmachen. Außerdem lädt sie nicht, wenn die Zündung aus ist, das heißt, sie lädt nicht, wenn der Roller abgestellt ist, nur während der Fahrt. Und während der Fahrt gibt es hier nirgendwo eine Öffnung, wo man das Kabel durchziehen könnte. Hier zum Beispiel vorne und an der Handyhalterung das Handy laden könnte. Auch hier um den Deckel herum gibt es keinen Ausgang für das Kabel. Das heißt, der Roller lädt nur während der Fahrt, aber während der Fahrt gibt es keine Möglichkeit, außer man bohrt im Plastik, das Kabel nach außen zu verlegen. Das heißt, nur kleine Geräte, die hier Platz finden können, während der Fahrt geladen werden, die man während der Fahrt natürlich auch nicht benutzt. Dann haben wir hier einen Gepäckhaken, der sehr stabil ist, der rastet auch ein, trägt einiges an Gewicht und lässt sich auch wegpacken. Und ein Multifunktionsschloss, so wirbt Sym damit, aber was heißt Multifunktionsschloss? Zündschloss, die einzige Multifunktion außer Ein- und Ausschalten ist, der kann das Helmfach aufmachen. Das können aber auch die meisten Roller. Außerdem haben wir sowohl einen Hauptständer, der sehr stabil ist, als auch einen Seitenständer. Den Seitenständer kann man ebenso aufklappen. Er klappt sich nicht von alleine ein. Das heißt, der Roller, wenn er darauf abgestellt wird, steht auch wirklich stabil auf dem Seitenständer. Der Seitenständer verfügt außerdem über einen Notaus. Sobald der Seitenständer aufgeklappt ist, lässt sich der Roller nicht starten. Wir haben hier nur einen E-Starter, keinen Kickstarter, womit man auf die Batterie, die im Fußraum verbaut ist, sehr gut aufpassen müssen. Sie sollte auf jeden Fall bei jeder Inspektion gecheckt werden und geschaut werden, ob sie von Generator, also von der Lichtmaschine, geladen wird. Das ist übrigens auch nicht die Standardausführung. Die Windschutzscheibe
Topcase und die Handyhalterung habe ich später dazu gebaut. Der Roller wird standardmäßig ohne diese ganzen Teile ausgeliefert. Kommen wir zu dem Motor. Das ist ein flüssigkeitsgekühlter Einzylinder Viertaktmotor mit 4 Ventilen. Er hat einen 125 Kubik Hubraum, beziehungsweise wenn wir ganz genau sein wollen, 124,7 Kubik. Seine maximale Leistung liegt bei 9,3 kW, das sind 12,6 PS bei 8000 Umdrehungen pro Minute und macht ihn somit zu den Spitzenreitern, würde ich sagen, unter den 125 Kubik Rollern. Ich kenne sonst keinen anderen 125 Kubik Roller, der so viel PS hat. Es ist jetzt nicht die maximale für 125 Kubik ausgereizte Leistung, die liegt bei 15 PS, aber dass diese 15 PS komplett ausgereizt werden, kenne ich nur von Motorrädern in diesem Bereich. Sein maximaler Drehmoment liegt bei 11,5 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen pro Minute. Das ist ein Einspritzer, heißt, der hat keinen Vergaser und hat einen 3-Wege-Katalysator. Die Kraftübertragung erfolgt durch ein Automatikgetriebe mit Fliehkraft-Trockenkupplung. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt laut Herstellerangabe bei 99 km/h. Das hat auch die meiste Zeit gestimmt, seit ich angefangen habe, das Racingöl von Liqui-Moly zu verwenden. Das ist übrigens keine Werbung, das ist meine Erfahrung. Außerdem habe ich eine Iridiumzündkerze verbaut und seitdem fährt er laut Tacho 113, was in echtem Leben 105 km/h sind. Und jetzt zeige ich euch die Beschleunigung und die Höchstgeschwindigkeit bei voll durchgezogenem Gasgriff. Ich werde den Gasgriff jetzt aufdrehen und bis zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit nicht loslassen. Also wie ihr merkt, hat der Tacho eine kleine Abweichung, das ist aber bei 125 Kubik Rollern ganz normal. Der Roller erfüllt die Euro 5 Abgasnorm und der vom Hersteller angegebene Verbrauch von 2,5 Liter pro 100 Kilometer, den kann ich nur bestätigen. Manchmal verbraucht er sogar weniger, wenn man eine etwas längere Strecke fährt, ohne zu beschleunigen und abzubremsen. Alle Lichter außer der Blinkleuchten sind LED, das heißt Hauptscheinwerfer, Fernlicht, Standlicht, Rücklicht, Bremslicht. Und ich muss sagen, die LED-Leuchten sind extrem hell, die sind heller als zum Beispiel bei meinem Auto, leuchten die Straße sehr breit und sehr weit aus. Vorne haben wir eine Teleskopgabel und hinten eine Antriebsschwinge mit 2 Federbeinen. Beide Bremsen sowohl vorne als auch hinten sind natürlich hydraulisch betrieben und beide verfügen über ein ABS-Bremssystem. In den Tank, der sich unter dem Helmfach befindet, passen insgesamt 7,5 Liter Benzin und bei dem erwähnten Verbrauch schafft man ganz gut 200 bis 250 Kilometer. Sein Leergewicht, so wie er da steht, beträgt 140 Kilo und das zulässige Gesamtgewicht sind 290 Kilo. Das heißt, wir können ihn noch mit 150 Kilo zuladen. Er hat eine Sitzhöhe von 770 mm, die Länge von 1990 mm, einen Radstand von 1350 mm, eine Höhe von 1115 mm und er ist 730 mm breit. Das Helmfach des Rollers ist jetzt nicht so klein wie bei einigen anderen Modellen, jedoch auch nicht zu groß. Ein Jethelm mit Kommunikationsanlage würde da nicht reinpassen. Nimmt man die Kommunikationsanlage ab, gibt es kein Problem, da lässt sich das Helmfach auch schließen. Ein etwas größerer Integral- oder Klapphelm würde da jedoch nicht reinpassen. Unter dem Helmfach haben wir außerdem so einen kleinen Schalter, das ist ein Diebstahlschutz, ebenso wie beim Seitenständer kann man ihn umlegen, dann springt der Roller nicht an.
Er ist mit seinen 74 Dezibel echt nicht der lauteste, was ich eigentlich sehr gut finde. Manchmal steht man an der Ampel und es steht ein anderer Motorradfahrer oder Roller neben einem und man hört seinen eigenen Motor nicht, sondern nur des Nebenmannes. Und wir hören uns an, wie es sich anhört. Das Knistern, was man so ein bisschen im Hintergrund gehört hat, könnt ihr eigentlich missachten. Das ist das Kennzeichen, was hier etwas locker drauf ist. Dann kommen wir zu meinen Erfahrungen mit dem Roller. Wir fangen mit dem Fahrkomfort an und schließen mit der Zuverlässigkeit und Problemen, die ich bei diesem Roller erlebt habe, ab. Der Fahrkomfort ist sowohl für den Fahrer als auch den Beifahrer doch recht hoch. Vor allem hier mit so einem Topcase und Rückenlehne fühlt sich der Beifahrer, also der Sozius, sehr wohl. Die Sitzbank für den Sozius ist sehr breit. Das einzige Manko laut meiner Frau sind die Fußrasten. Die dürften etwas breiter sein, damit die Füße etwas stabiler und bequemer drauf Platz finden. Die Sitzposition für den Sozius ist außerdem insofern bequem, als dass die Füße jetzt nicht direkt unter dem Körper gelagert werden, was jedoch umso unbequemer für den Fahrer ist. Denn will man als Fahrer den Roller zurücksetzen, trifft man immer wieder die Füße des Sozius auf beiden Seiten und hat dann nicht so viel Spielraum. Die Sitzbank an sich ist sehr breit und sehr lang, also da findet auch der Fahrer recht viel Platz. Auch der Fußraum ist relativ geräumig. Beim Fahren kann man die Füße außerdem so ein bisschen nach vorne stellen und wie auf einem Chopper so ein bisschen sitzen. Ein Problem gibt es nur beim Ein- und Aussteigen, weil der Durchstieg hier vorne nicht sehr breit ist, sodass man immer wieder hier an den Plastik kommt. Hier kann man auch sehen, es gibt schon viele Schleifspuren, weil der Fuß einfach nicht durchpasst. Man muss immer wieder entweder hier drankommen oder den Fuß verdrehen, um hier abzusteigen. Außerdem gibt es noch einen Punkt, den nicht nur ein Zuschauer geschrieben hat, sondern den ich auch selbst erlebt habe. Das ist bei der Schräglage auf der linken Seite. Es ist jetzt nicht so oft passiert in den 4 Jahren, dass wir den Roller haben, nur zweimal, aber voll beladen mit Sozius gab es zweimal im Kreisverkehr das Problem, dass in der Schräglage irgendwas geschliffen hat. Ich denke, das war wahrscheinlich der Seitenständer oder der Hauptständer. Auf jeden Fall scheint da im zumindest voll beladenen Zustand nicht sehr viel Schräglagenfreiheit zu geben. Und schließlich möchte ich zu der Zuverlässigkeit des Rollers kommen. Eigentlich ist der Roller recht zuverlässig. Das ist ja kein China-Roller, wie viele denken. Sym ist eine ziemlich etablierte taiwanesische Marke. Sowohl die Plastikverkleidung im Gegensatz zu vielen China-Rollern als auch die Teile an sich sind sehr gut verarbeitet, haben eine hochwertige Qualität. Der Riemen zum Beispiel, den habe ich bei 15.000 Kilometern gewechselt. Der sah so aus, als hätte er noch weitere 10.000 Kilometern drin bleiben können, aber das war eine etwas größere Inspektion und den wollte ich trotzdem wechseln. Aber den habe ich behalten, weil er eben im sehr guten Zustand ist. Ebenso verhält es sich mit den Variorollen und der Kupplung. Die sind nach 25.000 Kilometern und 4 Jahren noch im sehr, sehr guten Zustand. Die original verbauten Variorollen sind immer noch rund. Es gibt immer noch keine Kanten, wie man das bei vielen China-Rollern auch im 50 Kubik Bereich kennt. Aber er hat auch ein paar Kinderkrankheiten. Eine der sehr nervigen Kinderkrankheiten, zumindest betrifft das Baujahr 2021, ist das Anlasserrelais. Ich musste das Anlasserrelais insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 Mal wechseln. Sobald die Batterie etwas leer wird, gibt es da irgendeinen Kurzschluss und das Anlasserrelais fängt an zu kurbeln. Ob die Zündung ein oder aus ist, macht keinen Unterschied.
Einmal ist es bei mir wohl irgendwann nachts angesprungen. Als ich morgens rauskam, war die Batterie komplett leer gekurbelt. Ich habe das Problem gelöst, indem ich ein Anlasserrelais aus einem ganz anderen Roller, aus einem ganz anderen Baujahr eingebaut habe. Die Bauform ist die gleiche, die Funktion ist die gleiche, seitdem gibt es das Problem nicht. Das kann man also sehr wohl sehr gut beheben. Das etwas größere Problem, und ich habe das so mitbekommen durch die Zuschauer, dass es wohl nicht nur Jet 14 von Sym betrifft, sondern auch Jet Fiddle aus dem Jahr 2021, wirklich Baujahr bezogen, ist die Vorderfelge. Die hat nämlich einen Schlag bzw. einen Gussfehler, und das ab Werk schon. Auch die Ersatzfelgen, die ich geholt habe aus demselben Baujahr, Neufelgen, hatten diesen Defekt. Das merkt man vor allem während des Bremsvorgangs, dass er sehr unregelmäßig ist. Das konnte ich auch beheben, indem ich einfach von demselben Modell, Sym Jet 14, aber aus dem Baujahr 2019, aus einem CBS-Modell, das heißt, der hatte kein ABS, aber die ABS-Scheibe kann man ja trotzdem draufsetzen, die Felge genommen habe, und die Felge hatte keinen Schlag, seitdem fährt er sich auch sehr gut. Also auch das kann man beheben. Und das letzte Problem, was mir aufgefallen ist, wirklich in den 4 Jahren, dass ich den gefahren bin, nur einmal, ist die Überhitzung des Steuersystems, beziehungsweise des Steuergeräts. Und zwar liegt es hier, wir können das hier vorne sehen, das ist das Teil hier, liegt es direkt über dem Motor, und eines Tages bei 34 Grad im Schatten ist es so überhitzt, dass der Roller nicht mehr angesprungen ist. Ich hatte 3 Tage lang Problem, den zu starten. Er hat plötzlich beim OBD, also wenn man die Fehler ausgelesen hat, hat er plötzlich bei mehreren Sensoren einen Fehler gezeigt, was ein Indiz dafür war, dass es nicht die Sensoren sind, die ausgefallen sind, sondern das Steuergerät selbst. Nach 3 Tagen hat er sich dennoch gefangen und fährt seitdem auch ganz gut. Insgesamt würde ich also sagen, das ist ein zuverlässiger Roller, wenn man die ganzen Kinderkrankheiten kennt und sie beheben kann. Das war soweit alles, was mir momentan einfällt. Falls ihr weitere Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren, die werde ich sehr gerne beantworten. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ihr könnt selbstverständlich den Kanal abonnieren, um weitere solche Videos und Reparaturanleitungen nicht zu verpassen. Es gibt auch viele Reparaturanleitungen und Servicearbeiten, die ich an diesem Roller zeige. Falls ihr euch dann doch für den Roller entscheidet, gibt es auf meinem Kanal einige Hilfen dafür. Naja, in diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.